Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Übesession. Ich freue mich, dass du live dabei bist und heute geht es um Grundlagen der Legato-Technik und zwar wir sind jetzt in Teil 4 angelangt. Wir reden über Pull-Offs heute. Aber bevor wir jetzt loslegen, erstmal herzlich willkommen zu dieser Live-Stunde an alle, die online live dabei sind. Und jetzt gucken wir erstmal rein, wer hier sich eingeloggt hat. Heute Peter zusammen. Hallo an die Suchtis, das klingt gut. Unheilbar. Manuela, Servus. Wolfgang, hallo. Abzugsbindung, genau. In der Bildungsausbildung die Aufschlagbindung. Ja, das klingt schon sehr, fast schon wissenschaftlich. Ne? Hammer on, Pull off. Na? Im Grunde machen wir genau das Gegenteil von letzter Woche. Herbert, Servus, hallo nach Köln, Hamburg. Da hocke die immer, der Hocker. So ist es. Jetzt macht sich noch einen Kaffee. Nee, der Kaffee habe ich schon getrunken. Ah, super. Also ihr Lieben, wir reden heute über Pull-Offs. Mich hat man beim letzten Video darauf hingewiesen, dass ich ja diese Themen alle schon bearbeitet habe und wieso wiederhole ich das Ganze? Ja, natürlich habe ich in den letzten 6, 7 Jahren schon mehrfach auch sehr lange Videos zu dem Thema gemacht. Diese Serie jedoch fasst das Ganze zusammen und bringt es so sozusagen richtig auf den Punkt, sodass du am Ende dann eine Playlist hast, wo du von ganz einfach, im Grunde genommen von den ganzen Basics des Legato-Spiels bis in die fortgeschrittenen Gefilden dann vordringen kannst und es dann ja für dein Spiel live einsetzen kannst. Darum geht es. Deswegen gehe ich an diese Grundlagen nochmal ran. Und wenn du jetzt ein fortgeschrittener Spieler bist oder Legato schon seit Jahren verwendest, ist dann das Video vielleicht nicht das Ideale für dich, aber es geht ja darum, um eine Grundlagengeschichte zu schaffen. Was genau passiert hier? Wie ist die Mechanik, die Ausführung? Was müssen wir beachten, damit es sauber klingt, damit wir das gut spielen können? So, jetzt gehen wir doch mal gleich in eine Nahaufnahme und gucken uns in ganz präzise an, was ein Pull-Off ist. Ein Pull-Off ist das genaue Gegenteil des Hammer-Ons. In der letzten Stunde haben wir über Hammer-On geschrieben. Ich spiele jetzt hier im 5. Bund und lasse meinen Mittelfinger auf den 6. Bund einfach drauf fallen. Ohne Kraft. Das ist ein Hammer-On. Ich mache es mal einen Tick leiser hier, damit wir schön in einem guten Pegel unterwegs sind. Und wir haben dann die ersten Übungen mit Hammer-Ons gemacht in der letzten Stunde. Und der wichtigste Fokus war für mich die entspannte Handhaltung der linken Hand. Also eine natürliche Handhaltung. Das Einzige, was du machst, aus deiner normalen Handhaltung heraus, siehst du in dem mittleren kleinen Bild, drehst du die Hand und legst die Finger auf die Bünde hier drauf. Ne? Einfach so. Es ist kein Strecken irgendeines Fingers und wir wollen keine Kraft aufwenden. So am Anfang ist diese neue Technik ziemlich schwierig zum Ausführen, weil unsere Finger das nicht gewohnt sind. Die gehen dann ganz weite Wege, die versuchen dann diese Noten mit viel zu viel Kraft zu hämmern und so weiter. Aber das haben wir ja alles in der letzten Stunde besprochen und heute reden wir über die Pull-Offs. Also wir spielen die Note und ziehen, also eine Abzugsbindung, das Legato, ne? Die Noten sind miteinander verbunden, deswegen heißt es auch Abzugsbindung.
Und ich ziehe meinen Finger von der Seite, ich ziehe die Seite nach unten weg. Ja? Aber nicht mit Kraft. Das Ganze solltest du immer, wenn du es trainierst, immer bedenken. Wir brauchen für diese Geschichte keine Kraft. Du kannst es mit dem Clean Sound. Ich habe einen milden Overdrive Sound, sodass das Ganze so ein bisschen singend klingt. Und ich verwende ein bisschen Kompression, damit die Noten gleichmäßig klingen. Es gibt andere, die sagen, das braucht man alles nicht, man soll es ohne üben. Ich glaube, man soll es sich am Anfang ein bisschen leichter machen, sodass die Töne leichter aus dem Griffbrett. Man soll es nicht schwer sich machen. Also dünnere Saiten sind hilfreich. Und ja, die Pull-Offs, die sind an und für sich um etliches schwieriger wie die Hammer-Ons. So ein Hammer-On geht ganz leicht von der Hand. Aber ein Pull-Off ist am Anfang, fühlt sich das wesentlich schwieriger an. Aber im Grunde genommen solltest du die gleiche oder vielleicht nur einen Hauch, minimal mehr Energie aufwenden, die Saite wegzuziehen. So, du könntest jetzt theoretisch alle Beispiele aus dem vorhergegangenen Video rückwärts spielen. Das werden wir auch jetzt in etwa so angehen. Das Allerwichtigste hier, wenn du jetzt mit Pull-Offs beginnst, ich spiele jetzt mal einfach wieder mit dir zusammen die Pentatonik in A-Moll. Und wenn ich die picke, klingt die so. Okay? Und wenn ich sie jetzt mit einem Pull-Off spiele, also ich ziehe den kleinen Finger von der Seite weg, dann picke ich nur einmal. Jetzt kann ich theoretisch die Tonleiter so spielen. Und ich weiß, jetzt kommen gleich die ersten Fragen. Wie bekomme ich das hin, dass das sauber klingt? Einige behelfen sich im Legato-Spiel mit diesen, irgendwo habe ich das Teil rumliegen, mit so Sachen hier, mit diesen String-Damper oder Saitenabdämpfer, aber das lasse ich heute mal weg. Ich will zeigen, dass die Pull-Offs gehen, ohne dass wir so etwas verwenden. Und was dämpft denn hier ab? Einmal mal wieder meine rechte Hand, die hier auf den Saiten liegt. Und wenn ich dann hier auf der dünnen E-Seite geht das wunderbar. Also du spielst jetzt 6, 5, pickst die 6 und ziehst die Seite weg. Auf der nächsten Seite hast du jetzt eine kleine Schwierigkeit. Bei einem Hammer-On ist das easy. Da gibt es nichts wegzuziehen. Wenn du jetzt hier jedoch einen Pull-Off spielst und die Seite wegziehst, dann berührst du automatisch unten dran die dünne E-Seite. Also immer die darunter liegende Seite, die wird berührt. Der Clou hier ist, die Lösung hier ist, dass der Zeigefinger so auf der H-Seite liegt, dass ich die E-Seite unten dran leicht berühre und abdämpfe. Und dann kann ich diesen Pull-Off, diesen Abzug hier, so ausführen, dass die dünne E-Seite unten nicht mitklingt. Das ist alles. Und so wie ich hoch wandere in der Pentatonik, geht ja auch meine Hand hier mit und irgendwann bin ich oberhalb der Saiten. Dann ist es immer mein Zeigefinger, der die darunter liegende Seite beim Pull-Off abdämpft. Okay? Also darauf achten. Ich werde jetzt mit dir die A-Moll-Pentatonik, alles mit Pull-Offs, also heute spielen wir nur Pull-Offs. Und hierzu schalte ich ein Metronom ein auf Tempo 80. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Übung in einer Tonleiter, die dir sehr liegen sollte schon, diese A-Moll-Pentatonik. Nun,
Du musst dich jedoch erst daran gewöhnen, mit dem kleinen Finger hier das zu machen. Und guck mal genau hin, wie wenig Energie ich eigentlich brauche. Und dann kannst du dich jetzt selbst testen. Du gehst mit dem Zeigefinger in den 5. Bund. Jetzt gucken wir mal, wer noch mit hier an Bord ist. Hallo an alle, die neu. Dennis, Grüße an alle, die ich finde endlich mal. Schön, dass du live dabei bist. Das freut mich. Freut mich tierisch, dass ihr alle live dabei seid und voll bei der Sache seid. Ich hoffe auch, ihr habt die Gitarre zur Hand. Das ist natürlich immer optimal. Okay, also. Und dann jetzt zum Beispiel hier auf der dünnen E-Seite immer einmal den Finger picken und dann abziehen. Pull-off. Jetzt gehen wir doch gleich mal in diese Übungen hinein und gucken uns das mal auch in Form von Tabulatur an, dass ihr das auch hier sehen könnt. Also die erste Übung war in der A-Moll-Pentatonik hier. So. Ja, Pull-Offs. Und dann 8,5, 8,5, 7,5. Okay. Und dann rauf und runter. Ich spiele das jetzt mal, schalte hier das Schlagzeug nochmal für dich ein. 1, 2, 3, 4. Okay, das war jetzt unser Beispiel Nummer 1 in der A-Moll-Pentatonik. Und wie können wir das jetzt nun kreativ anwenden? Also wir gehen dann als nächstes, machst hier ein paar Durchgänge, kannst auch das Tempo dann mal steigern, vielleicht, ich gehe mal auf Tempo 120. Ich bin jetzt einfach durch alle 5 Lagen der Pentatonik gegangen und habe das mit Pull-Offs gespielt. Das ist eine exzellente Übung für dich. Vor allen Dingen einfach nur Pull-Offs zu trainieren, gar nichts anderes. Und achte bitte extrem darauf, wirklich ganz extrem darauf achten, dass du ja so wenig Kraft wie möglich anwendest. Also nicht so nicht. Also ganz weit wegziehen, sondern immer nah dran bleiben. Diese Handhaltung, wie ich es dir im vorangegangenen Video sehr detailliert erklärt habe. Daumen in die Mitte des Griffbrettes und dann ja, mit wenig Kraft auf, wirklich wenig Kraft auf das Ganze spielen. So, was wir jetzt machen als nächstes ist ein super cooles Fingertraining hier. Und zwar das hier. Wir gehen jetzt mit jedem Finger in einen Pull-Off. 5, 4, 6, 4, 7, 4, 6, 4, 5 und so weiter. Das wiederholt sich dann endlos. Ich bin jetzt auf der G-Seite. 5, 4, hier, 5, 4, 6, 4, 7, 4. Okay? So sieht das aus. Und das kannst du dann auf allen Seiten üben. So trainierst du jetzt dann gezielt jeden einzelnen Finger mit Pull-Offs. Gehen wir mal auf Tempo 80 und spielen das.
2, 3, 4 und. Und so weiter. Jetzt gehen wir dann mal einfach über alle Seiten. Jetzt stell dir einfach vor, du willst dein Legato verbessern, deine Technik verbessern und du spielst deine Aufwärmübungen und du ersetzt die Spinne mit dieser Aufwärmübung. Wenn du das mal in den Fingern hast, dann kannst du aus deiner To-Do-Liste einfach die Pull-Offs rausnehmen und mal für ein paar Wochen oder auch für immer, wenn es dir gefällt, Pull-Offs üben. Die Aufwärmübung, die wir alle picken, kannst du auch so spielen. Kannst dir entweder Wechselschlag oder nur nach unten picken, das überlasse ich dir. Und das ist ein mächtiges Training, okay? Also, du gehst das jedoch relaxed an und stresst dich nicht. Am Anfang erst nur auf den dünnen Seiten, auf den ersten beiden Seiten, ne? Um dich daran zu gewöhnen. Du kannst es auch ohne als Training für die linke Hand, ohne zu picken. Ich kenne eine sehr gute Übung von Billy Sheehan, dem Bassisten von Mr. Big, der das auf den Bass spielt, und zwar mit Leerseiten. Also diese das müsst ihr euch so vorstellen. Dann die nächste. Stell dir vor, was für eine mega Aufwärmübung das ist. Und der macht es auf dem Bass. Und noch die G-Seite. Okay? Es ist ja auch so, wir trainieren ja ganz selten unseren Zeigefinger. Meistens ist er ja verdammt hier zum Draufliegen, ohne dass er überhaupt was macht. Und das ist ja auch, was ich dir jetzt gezeigt habe, ist auch die Technik, die Angus Young verwendet bei sodass du das dann mit Pull-Offs spielen kannst. Die Legato-Technik bietet dir unglaubliches Training für deine linke Hand. Es gibt überhaupt kein besseres Training für deine linke Hand, wie eben diese Übungen, die aus dem Legato kommen. Okay? Am Anfang wirst du am allerstärksten darauf achten müssen, dass du mit so wenig wie möglich Kraft diese Dinge ausführst. Mit Kraft bekommst du das nicht lange hin, weil dann verkrampfen die Muskeln, die Muskulatur kann diese filigranen Bewegungen dann nicht ausführen. Okay? Okay, das war dann diese Übung hier. Und als nächstes haben wir jetzt Einzelfinger. Natürlich, wie immer, mein Wunsch an dich, sei kreativ.
wende das auf dem ganzen Griffbrett an. Wie in der ersten Lage der Pentatonik, wenn die schon gut geht, dann mach die Pull-Offs. In der zweiten Lage nur Pull-Offs. Bleibt zum Beispiel nur noch auf 2 Seiten. Und das hat enorm positive Effekte auf dein Spiel. Okay? Jetzt gucken wir uns mal Pull-Offs mit 3 Noten pro Seite an, also die klassischen Dur-Tonleiter, Molltonleiter, Patterns. Und hier haben wir dann einmal dieses Beispiel. 754 auf der D-Seite und 754 auf der G-Seite. Okay? Ich picke zwischen den Seiten, einmal hoch, einmal runter. Und jetzt einmal mit Schlagzeug. 3, 4. Okay, und im nächsten Beispiel gehen wir auf die H- und auf die dünne E-Seite und gehen dann auf den kleinen und den Ringfingern, und den Ringfinger. Und das ist so die schwierigste Kombination, die wir hier haben. Ja, also gerade das hier, dieser Pull-Off vom kleinen Finger auf den Ringfinger, das ist das Schwierigste, was es gibt in der Technik des Legato. Okay? Das musst du wirklich, wirklich geduldig üben. Natürlich helfen dir sehr, sehr stark die Trillübungen. Speziell, wenn du die Finger liegen lässt aus meinen Fingerisolationsübungen und dann den kleinen Finger hier trillst. Das hilft sehr, sehr stark. Okay? Das ist ja nichts anderes wie ein Triller oder ein dauerhafter Pull-Off. Also gucken wir uns das noch an. 8, 7, 5. Und dann auf der dünnen E-Seite. Du kannst hier zum Beispiel auch den Finger wie so ein Barré liegen lassen oder ihn bewegen. Das ist im Grunde genommen, überlasse ich das dir. Du kannst ihn bewegen. Und mal kurz mit Schlagzeug, dass ihr das hört. 2, 3, 4. Okay. Mal schnelleres Tempo. Du kannst aber auch auf dem ruhigen Tempo und das Tempo verdoppeln, zum Beispiel. Ja, und dann ziehst du diese Variante mit den 3 Tönen pro Seiten über das ganze Griffbrett. Du kannst jetzt zum Beispiel, wenn du das übst, 8, 7, 5, einfach den Lauf über alle Seiten mit diesem Fingersatz trainieren. Zum Beispiel auch 2-mal pro Seite. Wichtig ist, du sollst dich an diese Pull-Offs gewöhnen, an dieses Training gewöhnen, weil die nächsten Übungen, die jetzt kommen, werden ein bisschen vom Level dann anziehen, weil wir gehen dann in die Mischung aus Hammer-On und Pull-Offs. Ja? Deswegen trainiere jetzt für diese Woche bis nächsten Donnerstag die Pull-Offs, damit wir dann hier schon mal eine kleine Basis gelegt haben.
Wenn ich von unten nach oben gehe, picke ich auch von unten nach oben. Und dann, wenn ich runter gehe, picke ich von oben nach unten. Ah, das waren Hammer-Ons, habt ihr es gehört? Wir müssen aber Pull-Offs üben. Versuch immer ein Metronom mit am Start zu haben oder eben so ein Schlagzeug, damit du dein Tempo unter Kontrolle hast. Ne? Dein Timing ist auch ganz entscheidend für deine Ergebnisse, die du dann bekommst. So, im Grunde genommen war es jetzt das. Ich will das Video auch nicht länger wie eine halbe Stunde heute halten. Wir haben über die Pull-Offs geredet. Du kannst theoretisch jetzt alle Übungen aus dem Hammer-On-Beispiel der letzten Woche nehmen und sie rückwärts spielen. So, noch ein paar kleine Tipps. Eine super Aufwärmübung von Paul Gilbert habe ich das gesehen und Billy Sheehan auf dem Bass ist das hier. Also du hämmerst und ziehst zur Leerseite ab. Super Aufwärmübung. Nehmen wir die Aufnahme. Also. Kannst auch jeden Finger zum Beispiel zweimal. Nächste Seite. Oder im Wechsel. Also bitte unbedingt das mal ausprobieren. Das ist ein wahnsinnig gutes Training für deine linke Hand. Ja? Und es gibt dir eben diese Grundlage für das Ausführen der ganzen Hammer-Ons und Pull-Offs im Legato-Bereich. So, ihr Lieben, das war es im Grunde genommen. Noch eine kleine Wiederholung zu dem, was wir heute gemacht haben. Wir nehmen also als Übung für dich die Pentatoniken, alle 5, und du spielst sie ganz entspannt mit Pull-Offs. Du kannst von unten nach oben gehen, dann pickst du auch von unten nach oben. Du kannst die Pentatonik auch so spielen, auf 2 Seiten waagerecht. Okay? Das als Pull-Off-Übung, alle 5 Lagen der Pentatonik, schön rauf und runter. Hammertraining. Dann das hier als Ersatz für die Spinne, als Aufwärmübung vielleicht mal bis nächsten Donnerstag. Das geht dann so, 5. Bund, 6, 5, 7, 5, 8, 5. Du kannst es jetzt einzeln picken oder doppelt. Ich bevorzuge hier zum Beispiel Wechselschlag, weil es ein bisschen schwieriger ist.
Und dann dein Training mit 3 Fingern pro Seite. Hier kannst du einfach so üben. Oder mit Ringfinger und kleinem Finger. Beschäftige dich mit jeder dieser Ideen, dieser Übungen, so 10 bis 15 Minuten. Ne? Und dann, wenn du das eine Stunde am Tag trainierst, rein diese 4, 5 Übungen, die ich dir jetzt gezeigt habe, für 2, 3 Wochen hast du enorme Effekte für deine linke Hand. Enorm positiv, okay? Auch wenn es am Anfang schwierig ist. Ne? Und dann kannst du, wenn du magst, noch die Tonleitern hier, nehmen wir mal jetzt G-Dur. Oder C-Dur, was auch immer du möchtest. Und dieselbe Idee dann verwenden. So, das war's mit den Pull-Offs, ihr Lieben. Ich gucke jetzt mal, was ihr noch so geschrieben habt. Hallo, liebe Grüße. Okay. Hallo an alle, stehen heute im Stau. Super, dass ihr auch unterwegs euch das anguckt. Genau. Also, hier ist die Stimmung sehr, sehr gut im Chat. Vielen Dank an alle, die jetzt live dabei waren. Das war es heute. Ich bleibe in dieser halben Stunde, damit das Video nicht zu lang wird. Ich hoffe, ich habe euch wieder guten Input geben können. Herzlichen Dank für die Teilnahme. Übt bitte diese 4, 5 Übungen, die ich euch jetzt gezeigt habe. Bis nächste Woche. Nächste Woche starten wir mit der Kombination der Übungen Hammer-On und Pull-Off und es wird richtig cool, okay? Und dann steigern wir uns in den nächsten Wochen bis zu richtig coolen, spektakulären Sachen auch so ein bisschen, so ein paar Satriani-Läufe. Wir gucken uns mal an, wie das ausgeführt wird, wie man das dann wunderbar auch im Live-Betrieb, im Solospiel einsetzen kann. Ne? Beispielsweise, wenn du jetzt zum Beispiel Knopfler dir anhörst, ne? Mark Knopfler macht sehr viel Legato. Ja, viele Gitarristen, von denen man am Anfang gar nicht denkt, dass es Legato ist. Ne? Also, Dankeschön für die Teilnahme. Wir sehen uns. Wenn dir meine Videos weiterhelfen, dann geh auf meine Patreon-Seite. Dort kannst du schon mit einem kleinen Beitrag meine Arbeit unterstützen. Mit je mehr Unterstützer, die im Laufe der Zeit mir dann mehr Zeit hier freischaufeln, kann ich noch mehr für euch tun in den nächsten Jahren. Herzlichen Dank. Hier war Horst. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.